Also das ist mal ein krasses Kontrastprogramm zu den letzten Tagen. Ja, wir sind jetzt ja aktuell hier in Afrika unterwegs, waren 2 Wochen in Tansania, wunderschön, aber auch am Ende sehr anstrengend. 13 Stunden Odyssee haben wir hinter uns hier jetzt nach Kenia, sind gestern in verschiedenen Bussen, Daladalas und Bajajis hierher gefahren, an den Diani Beach, einem der bekanntesten Strände hier in Kenia. Wir haben gedacht, ein paar Tage Entspannung tun uns noch mal gut, bevor es zurück nach Deutschland geht, und wir haben den Strand selbst noch nicht gesehen. Ich würde sagen, wir schauen uns ihn mal an. Wo ist der Strand? Ich glaube, wir haben uns hier nicht den besten Abschnitt rausgesucht. Also einmal liegt alles voller getrockneter Algen und ich glaube, es ist gerade Ebbe. Also das Meer ist ziemlich weit hinten, aber man sieht im Hintergrund schon Strand. Also ich würde sagen, wir laufen mal dahin, da ist wohl ein besserer Abschnitt. Ja, hier wird auch eingesammelt von den Leuten, glaube ich, gerade die Algen. Das ist aber eine ganz schöne Da Aufgabe. haben sie was zu tun. Also hier ist schon deutlich schöner. Ja, hier weißer Sand, Palmen, blaues Meer, so wie man es sich vorgestellt hat. Wobei auch im Meer ein paar Algen sind, also man kann ein bisschen baden, aber es ist jetzt nicht super einladend, sag ich mal. Aber der Strand ist unfassbar lang einfach. Also wir sind hier jetzt schon, keine Ahnung, eine Stunde einfach entlang gelaufen. Und hier in die Richtung ist auch wirklich schöner Strand. Also die Algen sind mehr irgendwie in die Richtung. Und jetzt kommt auch so ein bisschen mehr Flut rein, also gefällt doch ganz gut. Desto länger wir hier langlaufen, desto besser gefällt es uns. Gerade Richtung Süden wird es immer schöner. 25 Kilometer ist der Strand insgesamt lang, wenn man alles mit dazu zählt. Aber es kann passieren, dass man bei so einem Strandspaziergang das ein oder andere Mal angequatscht wird von den Beach Boys hier am Diani Beach. Die haben fast schon Legendenstatus. Strandverkäufer, die wirklich euch alles anbieten. In erster Linie Souvenirs, Schnorcheltouren, Kamelreiten, whatever. Das Einzige, was da unserer Erfahrung nach hilft, wenn man das nicht haben will, ist das tatsächlich zu ignorieren. Weil wenn dann erstmal ein Gespräch angefangen wurde, dann zieht sich das erstmal eine Ecke. Ja, zumal die meisten auch Deutsch sprechen. Ja, wenn die erstmal hören, dass ihr Deutsch redet, dann werden sie euch auf Deutsch ansprechen. Und das ist natürlich immer in erster Linie ein Verkaufsgespräch, auch wenn es manchmal nicht so beginnt. Und ihr werdet vielleicht euch die Frage stellen, warum sind wir hier eigentlich in Kenia, wenn wir doch aus Tansania kommen? Weil die typische Reiseroute wäre ja Tansania, Safari im Norden und dann nach Sansibar zu fliegen. Aber das hat 2 Gründe, warum wir das nicht machen. Erstens haben uns ein paar Leute, deren Urteil wir sehr vertrauen, geschrieben, dass ihnen Sansibar aus verschiedenen Gründen nicht so gut gefallen hat. Und zweitens hat es logistische Gründe, einfach weil wir aus Nairobi wieder zurück nach Deutschland fliegen. Und dann war es einfacher, über Tansania, über den Landweg hier am Diani Beach nochmal einen Stopp einzulegen und dann zurück nach Deutschland zu fliegen. Das Sweet Potato. Während wir auf unser Essen warten, habe ich noch einen praktischen Reisetipp für euch, nämlich eine ESIM von Sadie. Haben wir in der Vergangenheit schon selbst oft genutzt, denn es gibt dort ESIMs für über 200 Reiseziele weltweit. Wir haben es auch hier jetzt in Afrika genutzt, sowohl für Tansania als auch für Kenia, was richtig praktisch war, weil als wir gestern die Grenze überquert haben, hat sich die ESIM automatisch umgestellt und wir waren sofort mit dem Netzwerk hier in Kenia verbunden, konnten uns dann gestern, als wir in der Dunkelheit angekommen sind, ein Boot rufen zur Unterkunft, was halt sehr sicher war. Generell erleichtert eine ESIM heutzutage den Reisealltag enorm. Ladet euch daher die Sadie App im App Store runter und mit unserem Code BetterBeyond könnt ihr auch noch 15% sparen. Den Link dazu findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Looks very good. Danke, Sana. Also so haben wir auch noch nie ein Essen serviert bekommen. Ja, wow, es fühlt sich ganz fancy an. Und die hatten auch eine sehr gute vegetarische Auswahl. Ich finde, es sieht ultra lecker aus und ich würde sagen, wir lassen es uns schmecken. Und die können schon kochen. Hält der Geschmack, was die Optik verspricht? Ja, ehrlich gesagt schon. Schmeckt richtig gut. Und ist halt auch mal was anderes. Ne? Also wir haben schon jetzt viel Currys gegessen oder auch Pasta und so weiter. Auch alles lecker. Aber jetzt mal hier so eine Veggie-Platte finde ich auch sehr gut. Wir zeigen euch noch unsere Unterkunft. Hier die Bali Diani Apartments. Führ uns mal hier rum. Das ist mache richtig ich schön. Sehr gerne. Das ist so eine richtige kleine Oase hier. Also es ist ein bisschen außerhalb von der Main Area. Wir sind jetzt hingelaufen. Zurück haben wir dann ein Bajaji, also ein Tuk-Tuk genommen. Aber es liegt hier sehr ruhig. Es ist auch sicher. Also man kann hier auch im Dunkeln alleine langlaufen. Das ist gar kein Problem. Und die Anlage, ich glaube, ihr seht, das ist halt wunderschön hier mit so Palmen, ganz viel Grün, Sitzgelegenheiten, diesen Pool, den wir mit Sicherheit auch noch nutzen werden. Also
Richtig schön und ich glaube, wir zahlen für unser Zimmer, was ihr gleich seht, 37 € die Nacht, aber inklusive Frühstück, was wir heute Morgen hatten und das war ultra gut. Und das Personal ist extrem freundlich. Freundlichste Leute, die wir bisher getroffen haben. Also man fühlt sich sehr wohl. Und da oben, das ist unser Zimmer. Dann zeigen wir euch noch unser kleines Apartment hier, wobei klein, so klein ist es gar nicht. Nee, das stimmt. Wir stehen jetzt einmal im Wohnzimmer. Wir haben sogar eine voll ausgestattete Küche. Brauchen wir jetzt nicht, aber man könnte hier kochen. Sofa, Kühlschrank, wir haben einen eigenen Balkon. Da hinten durch die Tür geht es noch Richtung Badezimmer und Schlafzimmer mit bequemem Doppelbett. Also es ist alles da. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal ein bisschen frisch und dann haben wir uns für den Sonnenuntergang noch einen schönen Spot rausgesucht. Wir sind ein Stück in den Norden gefahren vom Diani Beach. Hier sind die Wellen richtig wild, sind sogar ein paar Surfer im Wasser. Aber den Sonnenuntergang kann man auf dieser Seite nicht sehen, weil der Diani Beach ist an der Ostküste. Aber hinter mir seht ihr den Congo River, ein Fluss, der ins Landesinnere führt und einen schönen Blick auf den Sonnenuntergang freigibt. Gerade verbirgt sich die Sonne noch hinter ein paar Wolken, kommt aber mit Sicherheit gleich nochmal unten durch für einen schönen Sonnenuntergang. Man kann hier auf dem Congo River auch Bootsfahrten machen, auf so kleinen hölzernen Booten. Das ist bestimmt auch richtig schön zum Sonnenuntergang. Und ich würde sagen, unser Fazit hier vom Diani Beach fällt eigentlich ziemlich positiv aus. Also ist schon ein sehr schöner Strand und er ist zum Großteil, zumindest das, was wir jetzt hier gesehen haben, auch nicht bebaut. Also relativ naturbelassen, das finde ich sehr schön. Ja, was dazugehört, sind halt hier diese Strandverkäufer. Das ist schon ein bisschen lästig, so ehrlich wollen wir sein. Auch heute Abend gehört hier nun mal mit dazu. Und heute ist auch ein besonderer Abend für uns, weil es ist nicht nur der letzte Abend hier in Kenia und Afrika, sondern auch der letzte Abend unserer 3-monatigen Reise. Ja, wir waren ja in Indonesien, wir waren in Malaysia, wir waren in Singapur, jetzt hier in Tansania und in Kenia. Es war wirklich eine sehr intensive Zeit. Zum ersten Mal als Better Beyond haben wir den afrikanischen Kontinent betreten, hatten in Tansania wirklich eine krasse Safari. Also wir haben noch nie was Vergleichbares gemacht, was Tierwelt angeht. Das war unfassbar schön. Danach haben wir uns im Backpacken versucht. Falls ihr das letzte Video gesehen habt, habt ihr gesehen, dass das ein bisschen zermürbend war, dass wir uns das anders erhofft und vorgestellt hätten. Das hat leider nicht so gut funktioniert. Haben auch ähnliche Rückmeldungen zu Kenia bekommen. Was Uganda angeht, sind wir noch unentschlossen, weil das Land interessiert uns sehr. Uns haben auch ein paar Leute geschrieben, dass es dort besser geht, aber dann eher als Selbstfahrer und so weiter. Aber gut, das waren die ersten Erfahrungen, die wir hier in Afrika gesammelt haben. So ist das nun mal. Es gehört auch mal zum Reisen dazu, dass man irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten hat, ein bisschen struggelt. Auch wenn man schon lange unterwegs ist, wir viel gemacht und gesehen haben. Das können wir ja ab. Ja, wir können das ab. Und ich meine, wenn ihr das Video aus Lushoto gesehen habt, dann waren wir da schon sehr frustriert. Da schläft man ein paar Nächte drüber oder ein paar Wochen und dann erinnert man sich natürlich auch mehr an die schöneren Dinge. Und die stehen im Endeffekt dann ja auch irgendwo im Vordergrund. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir in Afrika unterwegs sind. Definitiv nicht. Es hat uns schon ein bisschen angetan. Ja, also gerade Ostafrika, dieser Kulturkreis gefällt uns sehr gut. Sonst Namibia, Selbstfahrer, Safari ist eine Sache, die immer eine Option war und auch weiterhin ist. Kommt immer mal drauf an, wir schauen mal, wo es uns hinzieht, denn die Reise von Better Beyond, die wird weitergehen. Wir wissen selbst noch nicht ganz genau wohin, aber falls ihr es nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und falls euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns noch über einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns nächste Woche wieder und Kwaheri, bis dann, macht's gut, ciao, ciao. Bis dann.